Hey, schön, dass du reinschaust. Und falls du das erste Mal auf diesem Kanal bist, ich bin Ralf und ich versuche hier regelmäßig Tipps und Tricks für all diejenigen zu geben, die gerne mit Leder arbeiten. Ich gebe zu, die Färbevideos dieser Reihe waren bislang etwas theorielastig, aber das ändert sich heute versprochen. Denn schließlich wird es Zeit, die Farbe auch mal auf bzw. in das Leder zu bekommen. Und da gibt es so einige Techniken, die ich dir gerne zeigen möchte. Und heute fange ich mit diesen Teilen hier an. Pinsel, Dauber und Co. Kurz gesagt mit allen Werkzeugen, die sich mit der Hand führen lassen. Und welche unterschiedlichen Ergebnisse sich alleine mit unterschiedlichen Werkzeugen erzielen lassen, das zeige ich dir gleich. Aber fangen wir mit einer Frage an. Was ist die beste Technik, um mein Leder zu färben? Das ist eine wirklich gute Frage, aber eigentlich gar nicht so allgemeingültig zu beantworten. Schließlich gibt es nicht diese eine perfekte Technik, um Leder zu färben. Geschmäcker sind verschieden, jeder hat eine andere Vorstellung von Schönheit und Ästhetik. Was mir gefällt, gefällt dir vielleicht noch lange nicht. Manche wollen ihre Färbung so gleichmäßig wie möglich und andere, so wie ich, stehen mehr auf den rustikalen Used Look. Du musst dir also im Vorfeld schon Gedanken machen, wie dein Lederstück später aussehen soll. Denn das Aussehen kannst du natürlich beim Färben steuern. Nicht nur durch die Auswahl der richtigen Farbe, sondern auch und vor allem durch die Art, wie du die Farbe aufbringst. Und da das Ganze heute nicht so theoretisch ausfallen soll, zeige ich dir das mal an ein paar Farbversuchen. Hierfür verwende ich ein vegetabil gegerbtes Leder meiner Lieblingsgerberei der Firma Kobel. Wenn du Leder selber färben möchtest, dann solltest du schon darauf achten, qualitativ hochwertiges Leder zu benutzen. So, ich glaube, diese Teststreifen sollten reichen. Als Farbe wähle ich Fiebings Pro Dye. Diese Farbe werde ich unverdünnt, aber auch verdünnt nutzen. Verdünnen werde ich das Ganze mit Fiebings Dye Reducer. Das ist das passende Produkt, um die alkoholbasierten Farben von Fiebings zu verdünnen. Aus diesen Produkten habe ich eine verdünnte Farbe im Verhältnis von ca. 50:50 hergestellt. Warum ich die Farbe verdünne? Nun ja, ich werde dir gleich Techniken zeigen, bei denen ich bewusst Farbabstufungen erzielen möchte. Und um das zu erzielen, macht es Sinn, hell anzufangen und dann am Ende mehr ins Dunkle zu färben. Dunkler färben geht immer, aber ein zu dunkel gefärbtes Leder wieder heller zu bekommen, ist mit Einzugfarbe unmöglich. Als erstes färbe ich mit dem Dauber. Der Dauber ist für mich die erste Wahl, wenn ich etwas mit der Hand gleichmäßig färben möchte. Der Dauber besteht aus Wolle und hat den Vorteil, dass er eine sehr große, weiche Oberfläche hat, die die Farbe auch in tiefere Bereiche des Leders bringen kann. Dieser Vorteil zeigt sich vor allem, wenn man zum Beispiel Punzierungen färben möchte, wie hier zu sehen. Außerdem nimmt der Dauber sehr viel Farbe auf und speichert sie. Man kann somit sehr lange mit ihm arbeiten, ohne nachtanken zu müssen. Aber um mit dem Dauber auch tatsächlich gleichmäßig zu färben, solltest du die Farbe überlappend, nass und in kreisenden Bewegungen auftragen. Wir wollen jede Stelle des Leders mit circa der gleichen Menge an Farbe quasi tränken. Wenn du neu ansetzen musst, dann achte darauf, auch wieder in die bereits gefärbten Bereiche hineinzuarbeiten. Das Stichwort ist hier überlappend. Und eine weitere Sache ist dabei wichtig. Hab Geduld, auch wenn dein Leder jetzt eventuell etwas fleckig aussieht. Die Farbe trocknet an den unterschiedlichen Stellen des Leders unterschiedlich schnell. Es ist halt ein Naturprodukt. Und Narben und ähnliche Zellstrukturen führen dazu, dass das Leder nicht überall gleich schnell die Farbe aufnimmt und trocknet. Das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist nervös nachzufärben. Nach dem Motto, oh, hier ist noch etwas zu hell, also schnell Farbe drauf. So wird das niemals gleichmäßig. Weil mit diesen punktuellen Nachbesserungen wird es erst recht fleckig, weil du dort auf einen begrenzten Raum erneut Farbe aufgebracht hast. Hab Geduld und vertrau darauf, dass sich die Farbe im Leder verteilt und das tut sie gewöhnlich auch. Hier siehst du perfekt, was punktuelles Nachfärben für Flecken erzeugt. Gleichmäßig ist Anlass. Kommen wir zu den Schwammpinseln. Der Schwammpinsel ist dem Dauber wohl am ähnlichsten.
Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, in flacher Ausführung oder auch in runder Form. Die eignen sich perfekt zum Tupfen. Er ist ebenfalls geeignet für flächige, gleichmäßige Farbaufträge, da er, ähnlich wie der Dauber, eine Menge Farbe speichern kann. Natürlich kannst du mit dem Schwammpinsel auch in kreisenden Bewegungen färben. Das habe ich hier jetzt aber absichtlich nicht gemacht, um zu zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob man kreisend oder in Linien färbt. Hier ziehe ich den Schwammpinsel in Bahnen einmal von links nach rechts und dann von oben nach unten. Eigentlich sollte doch nun hier alles gleichmäßig gefärbt werden, oder? Doch obwohl ich überlappend und nass in nass gearbeitet habe, sehen wir Streifen. Deshalb ist für mich die erste Wahl, wenn es um gleichmäßigen Farbauftrag geht, immer der Dauber und dann in kreisenden Bewegungen. Weiter geht's mit der Art Pinsel, die jeder kennt. Das sind die typischen Flachpinsel. Es gibt feinhaarige Nylonpinsel oder die guten alten rustikalen Borstenpinsel. Beide haben ihre Vorteile, aber das siehst du gleich. Schon mal ein Tipp vorweg, kauft euch nicht unbedingt die teuersten, die ihr finden könnt. Da wir mit alkoholbasierten Farben arbeiten, strapazieren wir die feinen Haare enorm und es wäre schade, sehr teure Pinsel zu opfern. Ihr könnt natürlich auch mit so einem Haarpinsel gleichmäßig und einheitlich färben. Das ist aber nicht so einfach. Wie ihr seht, geht dem Haarpinsel zu schnell die Farbe aus, was dazu führt, dass am Ende diese typischen Streifen entstehen. Und deshalb versuche ich erst gar nicht mit dem Haarpinsel streifenfrei zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich nutze ihn, weil er Streifen erzeugen kann, mit voller Absicht. Dazu arbeite ich nicht im Kreuzgang, sondern absichtlich in Linien, immer in eine Richtung. Mit dem Pinsel kannst du Leder so färben, dass es fast eine Holzstruktur ergibt. Und genau da zeigt der Borstenpinsel, was er kann. Mit ihm kannst du diesen Effekt auf die Spitze treiben. Da er viel dickere Borsten hat, die, wie ihr hier gut sehen könnt, oft auch weit auseinander stehen, kannst du sehr harte Linien mit ihm ziehen. Mit dem Borstenpinsel brauchst du erst gar nicht versuchen, eine gleichmäßige Färbung zu erzielen. Das wird nix. Besonders effektiv ist es, wenn du jetzt auch noch mit unverdünnter Farbe oder eventuell sogar mit einer zweiten, dunkleren Farbe arbeitest. Sei einfach kreativ. Diese Streifen können auch kreuz und quer über dein Leder verlaufen, als Quadrate oder Rautenmuster. Als drittes möchte ich dir solche Stoffballen ans Herz legen. So einen Ballen stelle ich mir aus dem Stück Schwamm und einem alten T-Shirt her. Einfach den Schwamm einwickeln und dafür sorgen, dass so eine runde Form dabei entsteht. Die runde Form ist wichtig, damit keine harten Kanten beim Farbauftrag entstehen. Das Ziel ist hier schließlich, ineinander verlaufende Flächen zu tupfen. Ich umwickel das Ende dann gerne mit Tape. So entsteht ein Griff, der das Arbeiten leichter macht. Und noch ein Tipp. Ich nutze ständig diese kleinen Schalen. So ist es leichter, diese Stoffballen in die Farbe zu tunken. Ich kann nur jedem empfehlen, solche Schalen, Porzellanteller oder ähnliches in der Werkstatt zu haben. Man kann nie genug davon haben, glaubt mir. Also, Ballen eintauchen und abstreifen. Anders als beim Dauber und dem Pinsel soll es diesmal nicht ganz so nass sein. Deshalb am besten nicht direkt aufs Leder, sondern erst einmal auf ein Tuch oder auf Papier abtupfen. Hier liegt das Geheimnis im ungleichmäßigen Tupfen mit der Farbe. Und je öfter mit der Farbe auf eine Stelle getupft wird, umso dunkler wird sie dort. Ich glaube, jetzt wird wohl klar, warum ich verdünnte Farbe nutze. Dunkler geht immer, heller nie mehr. Durch das vorsichtige Tupfen mit dem fast trockenen Ballen tastest du dich langsam an das Endergebnis heran. Am besten arbeitest du hier eher frei. Folge keinem Muster, sondern lass das Ganze eher zufällig passieren. So kannst du bestimmen, ob du Flächen wolkig färbst oder Farbverläufe erzielst. Dieses Färbeergebnis ist ganz bestimmt nicht langweilig. Und wenn ich mehr Kontrast brauche und ich merke, mit meiner verdünnten Farbe wird es einfach nicht mehr dunkler, dann wechsle ich auch hier zur unverdünnten Farbe. Mit dieser Tupftechnik kann man so viel machen. Du kannst sogar mit Schablonen arbeiten. Um Strukturen, harte Kanten oder ähnliches in die Färbung zu bekommen, kannst du ganz einfach ein Stück Papier zerreißen und an der Kante entlang tupfen. Das ist etwas, das du sonst nur mit der Airbrush-Pistole hinbekommst. Wie gesagt, diese Stoffballen sind extrem vielseitig.
Ich muss gestehen, diese Färbetechnik ist einfach meine Liebste. Und wie am Anfang erwähnt, ich mag es eher rustikal und nicht ganz so einheitlich, langweilig, glatt. Wenn ihr jetzt mal die unterschiedlichen Ergebnisse seht, dann wird wohl klar, warum die Wahl des Werkzeugs extremen Einfluss auf das Färbeergebnis hat. Du kannst jeden gewünschten Look erzielen, den du dir vorstellst, von einheitlich gefärbt bis hin zum beliebten Antique-Used-Look. Und was das Beste daran ist, das alles hier ist mit nur 2 Produkten erzielt worden, mit Fiebings Pro Dye und Fiebings Dye Reducer. Stell dir die unendlichen Möglichkeiten vor, wenn du jetzt mit mehreren Farben arbeiten würdest. Schließlich kann man die gesamte Palette der Pro Dye Farben miteinander mischen. Selber färben macht einfach Spaß und ist der perfekte Weg, deinen Lederarbeiten einen individuellen Touch zu geben. Aber was sagst du? Welches Ergebnis gefällt dir eigentlich am besten? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Wie schon am Anfang erwähnt, es gibt nicht die eine perfekte Methode, Leder zu färben. Aber vielleicht sind Dauber, Pinsel und Co. genau das Richtige für dich. Was meinst du? Und bevor du jetzt diesen Kanal durchforstest nach weiteren Videos zum Thema Leder, habe ich noch eine Aufgabe für dich. Liken und abonnieren. Das tut nicht weh, geht schnell und hilft diesem kleinen Kanal wirklich sehr. Danke dafür. Ach ja, und danke fürs Zuschauen. Bis bald.